Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Amma News. Heute am Montag, den 25. Januar 2021. Ja, und wir starten direkt gespannt in die Woche. Und ich habe euch mal Folgendes rausgesucht. Mal sehen, ob jemand drauf kommt, um was es gehen könnte. Wir haben Varianten gefunden und die eine Farbe heißt Puma White Rose, Red Ocean Depths, Puma Black Ophalodis oder Omphalodes und die andere Farbe ist natürlich Lemon Tonic Spectre Green Ocean Depths, Puma Black Omphalodes. Ein Wettbewerber in dem Bereich nennt seine Produkte dann lieber White Team Royal Blue Signal Coral Sky Tint oder Tint. Und die andere Variante dann mit Großschreibung, das ist dann die White Royal Blue, nicht die Team Royal Blue. Klar, man weiß doch sofort, um was es geht, ja. Natürlich Fußbälle, was sonst. Ja, wie kam ich drauf? Ich wollte einen neuen Fußball kaufen. Unsere sind immer noch sehr gut, aber ich muss sagen, man kommt aktuell nirgendwo hin und ich muss halt sagen, so ein 10, 20 Euro Fußball ist nicht dasselbe wie ein 60, 70 Euro Fußball, ganz ehrlich. Und da habe ich halt gesucht und es ist tatsächlich so, dass das die Varianten sind von dem Produkt. Das andere waren Bälle von Adidas. Und also keine Werbung oder so, sondern ist einfach. Wie kann man das so falsch bauen? Ich wollte da noch auf die Seiten gehen und euch ein bisschen mehr Details zeigen, wie Content bei Fußbällen aussehen kann. Das werde ich aber erst machen, wenn die Marke Titan ihren EBC nachgezogen hat. Und dann haben wir da schöne Vergleichsprodukte. Und das Schöne an der ganzen Sache mit diesem Variantenthema und wenn alles nur aus irgendeinem ERP oder so gepflegt wird, ist, dass man dann zu den Basissuchen wie Fußball grün halt einfach nicht mehr aufzufinden ist, ne? Weil die Variante ist nicht nur massiv falsch benannt, sondern das Wort grün steht einfach nirgendwo, ja, und das ist hoch spannend. Jetzt fragt natürlich nicht, warum ist der Rosane jetzt relevant für grün? Naja, klar, ihr wisst selber, wenn man dann die Keywords hinterlegt und so weiter und so fort, kann eine Relevanz entstehen. Ja, was dann passiert, ist das Spannende, dass ich mich wieder mit alten Themen beschäftige und im Seller Central irgendwie verrückt werde und suche und lese und dann in die abstrusesten Situationen rutsche und mich damit beschäftige, was Farbe und ASIN überhaupt für einen Zusammenhang darstellen und wie das ganze Thema aufgebaut ist. Und wenn man dann im Seller Central nach Varianten-Themes sucht und dann wieder in ein paar Seiten rutscht, kommt man auf diese Definition. Für neue Versionen eines Produktes dürfen Sie keine bestehenden Angebote verwenden. Ja, das kennt man ja, dass dann plötzlich Produkte mit vielen Bewertungen einfach umgemodelt werden und so weiter und so fort. Bei Änderungen an der Farbe, am Design oder am Material der Verpackung eines Produktes ist keine neue ASIN erforderlich. Ist auch ganz, ganz wichtig. Es gibt so ein paar Regeln, wann ein Produkt eine neue EAN braucht und sowas. Bei ein paar hohen technischen Änderungen, dieser und jener Anteil oder. Bei Amazon ist es klar, wenn ihr nur die Farbe ändert, könntet ihr sogar dasselbe Listing benutzen. Ein bisschen ja, Designänderung oder Verpackung ist sowieso egal. Ja, das ist nochmal ein eigenes Thema. Nur wenn das Produkt von der Beschreibung abweicht oder mit einem anderen Markennamen versehen wird, muss eine neue ASIN erstellt werden. Interessant ist hier, wenn es von der Beschreibung abweicht und das Thema Farbe, ist das keine Abweichung? Spannend, also oben die Änderung an der Farbe ist keine neue ASIN erforderlich, wenn man den Satz dann aber weiterliest. Dies gilt unter anderem für Änderungen der Farbe, Größe, Materialfunktion und des Produktnamens. Also ist es dann doch wieder erforderlich. Einerseits findet man diese Spielereien, andererseits merkt man, dass es sehr interessant ist, wie granular das Thema aufzugreifen ist, was die ASINs angeht, Relaunch und Nachlaunch von neuen Produkten oder geänderten Produkten. Ihr müsst nicht immer eine neue ASIN machen. Und dann kommt man halt weiter und kommt dann so in Themen rein wie die Richtlinien für die Bearbeitung von Detailseiten. Und das fand ich halt ganz spannend. Das ist auch zum Wochenstart, glaube ich, mal ganz interessant, weil aus dem Rahmen der schlechten Variante, die wir gefunden haben, muss man ja irgendwann die Sachen nacharbeiten. Und dann kommt man zu Themen, wann muss ich was nacharbeiten, wie ändert sich was beim Produkt, ist das was Wichtiges, was sich ändert, ja, und da muss man halt genau lesen und aufpassen, die Widersprüche erkennen und dann die richtigen Ableitungen treffen. Und dann will man das ändern und dann kommt man zu den Vorgaben von Amazon und die kannte ich auch noch nicht.
Sie dürfen Detailseiten nur aktualisieren, um das ursprüngliche Angebot zu verbessern oder das Produkt genauer zu beschreiben. Und hier habe ich halt immer wieder gemerkt, auch bei so Markenrechtsproblemen, die wir ja letzte Jahre mal ein bisschen hatten, dass Änderungen nicht durchkommen. Und das höre ich ja von euch über alle Kanäle. Ich habe meine Änderungen eingespielt, es wird nicht übernommen und so weiter. Sie dürfen den Titel, die Marke oder den Herstellernamen der ASIN in den entsprechenden Datenfeldern nicht ändern oder hinzufügen. Es sei denn. Und das finde ich so wichtig. Ich weiß noch nicht, wie Sie es machen oder wie Sie es testen. Ja? Die Aktualisierung enthält zusätzliche Informationen. Das heißt, es muss also länger werden, in Anführungszeichen. Das wäre so der einfachste Test. Erläuterung, Korrektur, also zusätzliche Informationen, Erläuterung, Korrekturen von Fehlern. Das heißt, die müssten erstmal bei sich gemerkt haben, da ist ein Fehler und dann erkennen, dass ihr wirklich was positiv korrigiert. Ich weiß nicht, wer es bei Sponsored Brands, Headline Search Ads kennt, wenn man da diese Werbeslogans reinmacht, da haben sie ein sehr, sehr gutes Prüfsystem dahinter. Entfernung von Inhalten, also scheinbar das Kürzen, aber nur die gegen Amazon-Richtlinien verstoßen. Ja, also nicht das reine Kürzen, sondern Amazon-Richtlinien-Verstoß. Heißt, wenn wir es mal einfach fassen, wenn ihr ein Wort ändert, was 5 Buchstaben hat, ja, ihr ändert oder 6 Buchstaben, ja, Lukas 5, und ändert das zu Klaus, dann könnte es sein, die Änderung wird nicht akzeptiert. Es sind keine zusätzlichen Infos, weil der Text wird nicht länger. Es sind keine Korrekturen, weil Lukas und Klaus sind dieselben Worte, ja, Buchstabenzusammensetzung und 2 Namen. Und es verstößt ja nicht gegen die Amazon-Richtlinien, diesen Namen zu verwenden. Und ich glaube, da hängt tatsächlich ein riesen Problem. Bei den Vendoren ist es relativ einfach. Das machen wir schon seit Jahren so. Immer reinzuschreiben, wir haben Fehler in den Daten gefunden, die zu negativen Kundenfeedback führen können. Bitte ändern Sie das. Dann wird das auch im Normalfall in 24 Stunden tatsächlich durchgearbeitet. Ja. Und als Seller muss man dann überlegen, wenn man wirklich gehäuft die Probleme hat, dann hilft halt das Flatfile auch wirklich nicht, sondern dann geht in den Supportfall und nehmt genau diese Kommunikation auf. Denn das ist die Kommunikation von Amazon. Wir müssen unser ursprüngliches Angebot verbessern und es genauer beschreiben. Wir haben zusätzlich Informationen hinzugefügt sowie Korrekturen vorgenommen. Und schreibt natürlich nicht hin, wir verstoßen gegen die Amazon-Richtlinien, ja, bitte ändern Sie das Listing, dann wird es eher gesperrt. Aber das nur mal so, Start in die Woche, so passieren bei mir die Recherchen und die Dinge, ja, du bist am Shoppen, du findest was, machst daraus was für die News, gehst dann aber wirklich dem Detailgrad nach und gehst im Seller Central Stück für Stück eine tiefe Ebene, eine Ebene tiefer, sorry, okay. Ja, dann habe ich ein paar Listings und Bereiche, die ich immer wieder suche, mir immer wieder angucke. Wer die Amma News verfolgt, der kennt Sir Finlay tatsächlich, der mit cleveren Hero Images arbeitet, der eine sehr gute Portfoliostruktur hat. Den hatten wir damals ganz am Anfang als die Datenfelder, aber auch die durchschnittlichen Bewertungen nach dem Motto passt gut, sieht gut aus, Preis-Leistung, was alles so bewertbar ist, auf den Detailseiten auftaucht. Diesmal ist er wieder dabei mit seinem Portfolio-Gedanken, wo er Untersetzer, Gläser und Glasstrohhalme verbindet. Das finde ich einfach eine sehr, sehr gute Private-Label-Lösung, wo ich immer wieder drauf sage, macht nicht in Glas in 3 Größen, sondern bietet ein Konstrukt darum an. Natürlich kann man jetzt noch später eine neue Form und noch eine Form machen und so weiter, aber holt die Kunden erstmal basic ab, weil der Kunde dann wirklich sich nicht entscheiden muss, welches Glas von euch er will, sondern eher dazu kauft. Ihr also am Warenkorb arbeitet und nicht an der Produktauswahl. Und was ich hier halt richtig gut fand, sind die neuen Rabattnamen, die sind echt 1A. Das haben wir ja jetzt seit einem halben Jahr. Ihr wisst, wir haben das schon aufgelöst, gibt eine Werbeaktionsform, in der ihr das so einarbeiten könnt. Wer das nicht weiß, der geht bei uns auf die Kursseite. Wir haben jetzt die Werbekursvideos für Werbeaktionen ja auch schon live stehen. Und ihr seht, für jeden Bereich hat er halt Naturschiefer, für den anderen pure Aromaentfaltung und bei den Strohhalmen Nachhaltigkeit in den Coupon genommen. Der wirkt hier gar nicht wie Werbung, sondern einfach nur wie ein Informationsmittel und das möchte ich euch nahegeben. Werbung darf auch einfach nur Information sein und nicht immer ein einfacher Clickbait mit Kauf es bei mir noch billiger, weil ihr seht, saubere, klare Preise. Sehr gut. Dann, in den USA ist schon ein neues
Bildmanagement live, richtig gut. Ihr könnt jetzt direkt die Bilder verschieben. Das ist das Gute. LinkedIn ist natürlich der direkte Draht in die USA für mich. Da habe ich ganz viele Leute, mit denen ich vernetzt bin, und da scheren wir immer gegenseitig das, was aktuell uns auffällt. Richtig cool. In Europa, ich habe es noch nicht. Stand heute 25. Januar. Aber das wird richtig gut, macht das Leben auf jeden Fall einfacher. Dann, ja, ich habe einen Podcast gehört zum lieben Herrn Edward Bernays, der quasi Erfinder der Propaganda und des Marketings an sich, meiner Meinung nach, auf DLF, schöner Podcast, und habe mir direkt das Buch geholt und habe dann ein paar Sachen drüber nachgedacht. Wer die Seidenbacher Geschichte nicht kennt, ja, der gute Mann hat einfach sehr, sehr viel Geld gespart und hat irgendwo gelesen, man muss die Marke am Anfang und am Ende sagen, und deswegen ist die Seidenbacher Werbung, wie sie ist, aber sie ist einprägsam. Und da habe ich so drüber nachgedacht, Mensch, ja, Amazon-Titel, so schreibt man Titel für Amazon. Und genau dieses Konstrukt habe ich hier mal kurz in Beispiele runtergefasst. Warum? Nun, ich habe schon mal Bürostühle optimiert und habe das Wort Stuhl vergessen. Ich habe schon riesige Kosmetiklinien optimiert und habe Worte wie Schminke und Make-up vergessen. Ja, ich habe selbst bei Leuchtmitteln und LEDs dann die Themen vergessen, eben Leuchtmittel, Glühlampe, Glühbirne, und dann, wenn ihr euch das vor Augen führt, passiert das nicht mehr so häufig. Badewannenkissen, Kissen für die Badewanne. Ja, Tischlampe, Lampe für den Tisch. Dazwischen könnt ihr natürlich dann die einfachen Klick- und Conversion-optimierten Inhalte setzen, aber am Ende des Titels sollte man dann überlegen, ob man das Wort nicht einfach nochmal trennt und nochmal anders darstellt. Das kann ich euch nur mitgeben. Habt das im Hinterkopf für eure Optimierung. Ja, dann Mitte der Woche, also Mitte der letzten Woche, erreicht mich sehr interessante News. Millionen Marken, die sogar in Teilen die Amazon Bundesliga sponsoren, also keine kleinen, irgendwie unbekannten Marken, haben plötzlich nur noch ein einziges Suchergebnis. Die ganze letzte Woche, es hat dann auch die Runde gemacht in den gängigen Foren, es hat mehrere betroffen, nicht nur die einfachen Themen, sondern tatsächlich mehrere Bereiche, und es wurde immer ein bisschen besser, aber man muss halt auch sagen, es wurde immer kurioser, dann kamen mehr und mehr und mehr Ergebnisse zustande, und man muss halt einfach mal sagen, da muss man Auge drauf haben. Das ging dann so weit, das zeige ich euch mal jetzt direkt hier in dem Link live. Hier sehen wir das direkt bei Revoic. Wir haben hier das Keyword Urinalsieb und da ist plötzlich so eine ordentliche Trainingsmatte mit unten drunter. Beim Rattengift tauchten plötzlich sowas wie Speisesalz und Massagepistolen auf. Ich glaube, beim Apfelsaft war plötzlich die Haarschneidemaschine. Also ganz, ganz kuriose Dinge, die da gerade passiert sind. Und da bitte wirklich im eigenen Keyword-Tracking einfach mal aufpassen. Das ist ein Thema aktuell. Ja. Dann, ja, Männer, schämt euch. Ja, aber Valentinstag kommt ja bald. Wir haben die Suchvolumina mal im Dezember und so weiter uns ein bisschen genauer wieder angeguckt. Mit der Extension ja gar kein Problem. Und während die Frauen so eine Woche vor dem 1. Dezember, also vor Übergabe der Adventskalender, mit dem Suchen aufgehört haben oder es deutlich nach unten ging, haben die Männer tatsächlich ihren Peak Adventskalender Frauen mit weit über 10.000 am 30. November bzw. 1. Dezember. Das ist dann schon etwas peinlich, das tut mir leid. Beim Valentinstag wissen wir von Analysen aus dem vorletzten Jahr ja schon, dass auch da die Frauen zeitiger anfangen mit Suchen, ist wichtig für Advertising, dafür aber deutlich eher aufhören mit Suchen und die Männer deutlich später anfangen mit Suchen, aber auch länger suchen. Ja, habt das einfach mal im Hinterkopf. Überhaupt muss man in Summe aber sagen, dass die Männer scheinbar ein bisschen affiner sind, spätestens wenn es um Geschenke für Frauen, Geschenke für Männer geht, also um die M-Lice Trends, was ja das Pendant ist zu Google Trends sozusagen. Und da sehen wir, dass das Thema Geschenke für Frauen, also die dunkelblaue Linie, eine deutlich höhere Spezifika hat. Kann aber auch sein, muss man ganz ehrlich sagen, dass Männer nicht wissen, was sie schenken sollen und Frauen einfach so unspezifisch nicht suchen würden, sondern schon wissen, was sie schenken.
Ja, und dann eher nicht zu den Inspirational Shoppern gehören, sondern zu den spezifischen Shoppern. Wäre nochmal eine Tiefenanalyse wert, haben wir jetzt aber drauf verzichtet. Nur, dass es mal so on point wisst und im Hinterkopf hat, ah ja stimmt, wieso immer nur Google-Trends, wir haben doch von MLIs die Amazon-Trends. Ja, nur die Eltern, die sind richtig gut, die haben natürlich zeitgemäß aufgehört, für ihre Kinder Adventskalender zu suchen. Das finde ich richtig gut. Und was haben wir noch gesehen? Ja, ihr nehmt eure Neujahresvorsätze mit zu Amazon. Das ist ganz spannend. Wir haben durch den Lockdown natürlich ein verändertes Shoppingverhalten, vielleicht auch ein anderes Grundsuchverhalten, aber im Year-over-Year-Vergleich ist das Thema Handeln nochmal deutlich anders. Ja, wir kennen es alle im Rahmen des Lockdown-Szenarien jeweils, wo die angekündigt wurden, schießt es durch die Decke. Und wir haben jetzt im Januar natürlich nicht nur das Lockdown-Szenario, was wieder aufgekommen ist, sondern auch das Thema der Neujahresansätze. Ich würde mal sagen, das kann hier tatsächlich schon miteinander zu tun haben, da die Fitnessstudios ja auch zu sind und man aus dem Weihnachtsgeschäft, also aus dem familiären, ja doch immer mit ein paar Pfündchen mehr vielleicht rausgegangen ist. Ja, das geht dann so weit, dass die Haarschneidemaschinen natürlich wieder aktuell absolut trenden bis in die Unendlichkeit. Es ist so, dass wir die verschiedenen Szenarien hier hatten, die roten Themen sind die Cyber Week, Black Friday und Weihnachten, aber jeweils die politischen Ankündigungen. Und wir haben natürlich uns vor Weihnachten alle nochmal hübsch gemacht. Ich weiß nicht, wer es mitgekriegt hat, diese Schließung der Friseure kam ja doch überraschend. Ich bin mittlerweile quasi als langhaarig einzustufen. Und jetzt im Januar ging ja dann für viele die Arbeit wieder los. Das heißt, man musste raus und musste sich gegebenenfalls nochmal pfleglich die Haare schneiden. Andererseits kamen die Neuinfos, dass alles nochmal verlängert wird. Und da sieht man halt einfach wunderbar, was da wann los ist. Kann ich nur jedem empfehlen, arbeitet damit. Das Suchvolumen ist eine sehr gute Hilfe für Entscheidungen, nicht nur im Advertising, sondern auch im SEO und um Zusammenhänge besser darstellen und verstehen zu können. Ja, dann Recommerce. Ich glaube, ich hatte schon mal ähnlich darüber gesprochen. Hier wollte ich es jetzt nur noch mal aufgreifen. Bei der PS5 könnt ihr auch andere Konsolen dann eintauschen. Gibt es einen Banner direkt dazu. Unten drunter klickt man sich einfach durch. Kommt auf die Seite hier, finde ich gar nicht mal schlecht gemacht, muss ich sagen. Habe direkt mal meine PlayStation mit reingenommen. Was ich schade finde, ich habe meine PlayStation über Amazon gekauft, 2017 glaube ich, Black Friday. Und muss sagen, warum haben die mir denn nicht meinen Bestand direkt angezeigt? Die wissen doch, was ich bestellt habe. Naja, sei es drum. Ich natürlich alles fertig gemacht und ich bestätige, dass die Tastatur noch nie demontiert worden ist. Ich so, nein, klar, hat ja überhaupt keine Tastatur. Und dann kommt die Meldung, wir können Ihr Produkt nicht eintauschen. Und dann sagst du, jawohl, hiermit lüge ich. Ich bestätige die Tastatur, die an der PlayStation niemals dran war, nicht demontiert zu haben. Und dann kriegst du deine 60 Euro und kannst das hinschicken. Finde ich ganz, ganz cool, aber man sieht bei vielen Sachen bei Amazon, die wirklich cool sind, gibt es so viele Untersachen. Ich zeige euch die ja immer mal in den News. Sie funktionieren halt nicht oder sind nicht gängig zu Ende gedacht. Dann eine Frage an euch, ganz ehrlich, wer jetzt noch zuschaut, gleich kommt ein richtiges Highlight, aber da war ich irritiert. Nicht wegen der Marke oder so, die kennt man ja, die sind ja wirklich riesengroß in dem Bereich. Ich konnte mir nicht erklären, warum die Produkte ab 18 sind. Also wenn da jemand Ahnung hat, mal wirklich Frage an euch, warum waren die Produkte jetzt ab 18? Da sind jetzt, das ist Bio-Kurkuma, also da ist jetzt nichts irgendwie Gefährliches drin, meiner Meinung nach. War das nur ein Fehler von Amazon oder gibt es hier wirklich irgendeine Neuerung? Ja, das mal eine Frage an euch. Und jetzt wieder Informationen für euch. Ja, ich habe schon angekündigt, ich habe ein neues Autokampagnen-Setup aufgesetzt. Es ist total einfach, viel einfacher als früher. Hier nur mal beispielhaft dargestellt, das gesamte Portfolio in Top-Produkte und den Rest aufgetrennt bei über 40.000 Artikeln mit 8.000, die sich mindestens einmal im Jahr verkaufen und so weiter, sollte man das sauber aufgliedern. Ich werde auch mal noch ein zusätzliches Video machen, wie ich eine Top-Produktfokussierung erstelle, wo ich dann wirklich erkennen kann anhand der Kennzahlen aus dem Seller Central, was wirklich wichtig ist und wie man da Pi mal Daumen mitarbeiten kann. Und
die Werbekampagnen mit 4 Anzeigengruppen und je Übereinstimmungstyp, der an ist. Ne? Ihr wisst ja, die Autokampagnen haben ja beinahe, Ersatz, Ergänzung, genau so die verschiedenen Auto-Targeting-Match-Types sozusagen. Ja, also hier 6 größere Kampagnen in unterschiedlichen Beat-Korridoren und jeweils eine Werbekampagne, 4 Anzeigengruppen, alle Produkte gemischt drin. Ihr könnt die natürlich auch in die Bereiche auftrennen. Hier habe ich nur Top und Rest gemacht. Ihr könnt natürlich auch sagen, alle Dekoboxen, alle Mülleimer, alle Armbänder, alle Ringe für Männer, alle Ringe für Frauen, alle Armbänder Leder, alle Armbänder mit Stein, alle Armbänder ohne Steine und so weiter. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich habe es jetzt in dem Testszenario einfach mal komplett so drüber gebügelt. Und ihr seht schon, das Wichtige ist hier, dass wir unterschiedliche Beat-Kanäle anvisieren. Davon habe ich bei den letzten Ama-News ja schon gesprochen. Aber, dass wir auch aufpassen, dass die unterschiedlichen Themen nicht die gleichen haben. Außer im Low-Segment, ja, also in dem unteren Beat-Segment. Da möchte ich alle Produkte ruhig in Ruhe gegeneinander laufen lassen. Aber in den Zwischensegmenten, da ist es schon so, dass ich die übereinander dann nochmal halte, damit die eine bessere Ausspielungsvalidierung bekommen, weil sonst sind die Top-Produkte zweimal über dem Rest. Das bringt nichts. Ja, da haben genug Testszenarien gezeigt, dass dann doch immer der teurere eher den Vorzug erhält, aber das kennen wir ja alle aus Datengrundlage. Das Witzige ist hier in Summe, weil alles an ist, kommen wir zu ganz anderen Ergebnissen. Mit der Always-On-Strategie und All-On-Strategie, also Always-On kennt man ja, Advertising wie DSP und PPC, es sollte immer eine Always-On-Strategie folgen, außer ihr habt so Szenarien wie Ostern, Valentinstag, Weihnachten, wo eure Produkte nur dann als Geschenk gesucht werden, Männertag noch und was alles gibt. Also dann seid ihr natürlich nicht always on, aber ich bin halt always on und all on und wir sehen sensationelle Resultate. Um euch da jetzt nicht zu irritieren, weil meine Resultate entsprechend der Strategie, der Vorgaben, der Margen und so weiter, das könnt ihr euch ja alles dann bauen, wie ihr wollt. Und auch meine Gebote sind meine Gebote, nicht eure Gebote. Ihr müsst für euch selber ausrechnen, wie ihr das macht. Auch wenn das jetzt lustig aussieht, 33, 22, 11, das ist tatsächlich mit System. War halt mathematisch aus Versehen dann lustig passend. Okay, und das Schöne ist, alles ist an und was nicht läuft, schaltest du aus. Ja, du gehst in den Bereich 1, also Targets 33, 22 oder 11, machst deinen Filter über Ausgaben X, keine Sales und kannst dann einfach ausschalten und über die verschiedenen Bereiche hinweg. Es kann sein, dass alle ASINs in allen 3 Bereichen, also eine bestimmte in allen 3 Bereichen aus ist. Das ist halt keine werbefähige ASIN. Oder eine ASIN ist im Top an und ganz unten und in der Mitte schon lange aus. Das ist das Schöne, du kriegst mehr Daten und du bist über den Tag in allen Beat-Korridoren dauerhaft verfügbar. Das ist richtig einfach. Wer dazu Fragen hat, schreibt mich einfach an und dann machen wir sonst nochmal ein längeres Erklärvideo zu. Aber das ist so die aktuellen Strategien, die ich fahre. Deutlich vereinfacht, es wandern keine ASINs mehr hin und her, sondern man nimmt die Korridore so richtig griffig und geht dann direkt drauf und rein. Ja, und zum Letzten, man lernt nie aus. Letzte Woche Ama-News, mein Epic Fail des Jahres und dieses Jahr zeige ich mal dieses lustige Konstrukt. Ich arbeite hier mit einem vermischten Ansatz, Genau- und Wortgruppe, darum soll es nicht gehen. 374 relevante Worte, ja, oh mein Gott, aber das ist eigentlich die Norm bei mir, ja, mit einer guten Datenanalyse. Und dann war ich doch überrascht, dass ein Wort so unglaublich durchschlägt. Ja, also mit genauso auch noch, also ein exaktes Wort so genau durchschlägt. Und es ist natürlich so, wir haben den Hintergrund Wettbewerb unter den Worten und so weiter. Das wissen wir alle, Gebot, rumspielen, wie ist der Wettbewerb. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Lucky Shot, bin ich ganz ehrlich. Aber das Kuriose ist halt, 50% aller Impressions liegen bei einem fremdsprachigen Wort. Entweder bin ich der Einzige, der drauf gestoßen ist und hier jetzt richtig Spaß hat, oder es ist so, dass ich für alle anderen Begriffe nicht relevant genug bin oder dort die Gebote zu niedrig habe. Da meine Schlüsselwortgebote alle gleich sind, kann ich das natürlich gut gegentesten, aber die Breite an Suchbegriffen hat manchmal auch die Lucky Shots dabei, bin ich richtig froh drüber und was mich halt am meisten geschockt hat, ist, es ist Englisch. Ja,
Also da nun mal zu dem Bereich, auch auf der deutschen Amazon SEO-Plattform, der deutschen Amazon SEO-Strategie, solltet ihr die englische Sprache in dem Fall bitte berücksichtigen und darauf auch Werbung schalten. So, das soll es gewesen sein. Das waren wieder gute 20 Minuten zum Start in die Woche. Ihr habt einmal gesehen, wie ich so arbeite. Ihr habt gesehen, was es Neues gibt, wie man Titel schreiben sollte oder wie das neue Autokampagnensystem aussehen kann. Und dass es bei den Suchergebnissen ein paar Highlights gibt. Und wenn euch das gefallen hat, dann lasst einfach ein Like hier. Drückt die Glocke, wenn ihr immer wissen wollt, wann die neuen Videos kommen. Und abonniert den Kanal. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Tschüss.